can never be lonely. If you put your hand in mine, I can never be lonely. If you walk with me this time, I can never be lonely. If you promise you won't leave, I'll never be lonely. I've waited for so long, but what if it goes wrong and you walk right? Läuft. Ab jetzt. Ich steig heute mal so auf. Ich bin zu faul zum Rübersteigen hier. Tank ist voll. Reicht erstmal eine Weile. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode des Alpenabenteuers 2021. Schön, dass du da bist. Nach der gestrigen langen Anfahrt von Berlin befinde ich mich nun in den wunderschönen Allgäuer Alpen, bereit, das nächste Abenteuer zu erleben. Auslandsreisen sind zum aktuellen Zeitpunkt nur mit Einschränkungen möglich. Aus dem Grund plane ich bei diesem Abenteuer die Unterkünfte fest im Voraus. Mein Ziel ist es, die schönsten und spektakulärsten Alpenpässe im Osten der Schweiz und im Westen Österreichs zu befahren. Meine erste, doch außergewöhnliche Unterkunft befindet sich in Graubünden, ein Kanton im Osten der Schweiz. Nach einigen Tagen wechsle ich die Unterkunft und toure nach Österreich, ins wunderschöne Tirol, aber dazu später mehr. Schon auf dem Weg zur ersten Unterkunft befahre ich die ersten Pässe. Ich starte mit dem höchsten befahrbaren Gebirgspass Deutschlands, den Riedbergpass. Dann viel Spaß beim Schauen. Der Riedbergpass ist geografisch den Allgäuer Alpen und somit den Bayerischen Alpen zugeordnet. Er hat mich mit einer Vielzahl von Kurven und seiner exzellenten Kurvenform überzeugt, die tolles, flüssiges Fahren zu lassen. Oft schwenkst du den Lenker einfach nur von links nach rechts. Herrlich und ist mir persönlich viel lieber als enge Kurven zu fahren.
Bis zu 16% Steigung und 14 Kilometer Länge bringen dich auf eine Höhe von 1407 Meter. Am Scheitel angekommen hast du die Möglichkeit, dich in der Grasgärenhütte zu stärken. Nur knapp 10 Minuten und 10 Kilometer entfernt vom Riedbergpass durchfahre ich über die L5 die österreichische Grenze, wo tatsächlich keinerlei Kontrollen zwecks Einhaltung der Einreisebestimmungen erfolgen. Aber das ist mir in dem Moment egal. Ich bin zu diesem Zeitpunkt bereits geimpft und erfülle somit die in Österreich erforderliche 3G-Regelung, sprich geimpft, genesen oder getestet. Das Faschinderjoch an sich ist knapp 8 Kilometer lang und verbindet die Täler Bregenzer Ach und Tal der Lutz miteinander. Der Pass ist ca. 7 Kilometer lang, die maximale Steigung beträgt 14% und die Scheitelhöhe liegt bei 1514 Meter. Fahrerisch ist der Pass tatsächlich keine Herausforderung, somit auch für Anfänger geeignet. Hervorzuheben ist die tolle Landschaft, die dich beim Fahren verzaubern wird. Am Faschinderjoch angekommen, nehme ich das erste Mal bei dieser Tour wieder den Hauch von Abenteuer wahr. Denn das erste Mal nach knapp einem Jahr bin ich wieder an einem Alpenpass. Genieße die Aussicht und spüre den Wind, der mich umgibt. Den Abenteuerwind, den ich so vermisst habe. Dieser Abenteuerwind wird in den nächsten Tagen Fahrt aufnehmen, denn der ein oder andere Moment wird mich auf dieser Tour verzaubern. So, meine lieben Freunde, Fokerjoch! Ab geht's zum Fokerjoch. Ja, ich weiß nicht, wie hoch ist das eigentlich? Muss ich mal gucken. Ach, ich zeig dir ja. 1600, 1700 Meter. Oh, schau mal, sieht doch geil aus, oder? Wow! Ja, den idealen Kurvenreifen habe ich auch nicht drauf, den Heidenau. HC 70, Entschuldigung. Ich hätte mal ein bisschen Luft ablassen sollen, das mache ich mal ab morgen. Wow. Sie halt nicht. Da kann jedes Mal was hinter der Ecke stehen. Lieber ein Stückchen mit der Geschwindigkeit zurück. Oh, ein schönes Tal da unten drin. Wow. Geil, oder? Wow. Aber auch knapp an der Wand hier vorbei. Wow!
ist schon ganz schön eng hier. Ja, und ich traue der Bande nicht hier. Da gibt es so ein paar Verrückte, die gerne mal die Spur nicht einhalten und dann sich auf meiner Spur wiederfinden. Das Vogeljoch hat es mir wirklich angetan. Tolle Strecke, fantastische Aussicht und nicht zu viel Verkehr. Dann der Schnee und die frische Brise dazu, herrlich. Ein ganz toller Pass, der es auf jeden Fall wert ist, gefahren zu werden. Der Pass ist 23 Kilometer lang, die maximale Steigung beträgt 14% und es geht auf 1760 Meter hoch. Er ist für mich tatsächlich ein absoluter Geheimtipp. So, runter ins zweiten. Na, nehmen wir mal den ersten. Das ist eine ganz schöne Spitzkehre, kann man da schon zu sagen. Oh, eine 850er. Selten. Wow, 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 wow. Die Österreicher. Naja, wollen wir mal nicht zu doll drängeln nachher. Kriegt der Junge noch Angst. Fühlt sich unter Druck gesetzt. Danke! Das ist aber nett. So, und nun muss ich mich aber sputen, denn ich treffe mich noch kurz mit Gerd, ein total lieber und motorradverrückter Kerl, den ich über Facebook kennenlernen durfte, und düse weiter zum Campingplatz, da ich zwingend die Zeiten zum Einchecken schaffen muss. So, und 10 Minuten vor Check-in-Schließung habe ich es nun doch geschafft, am Campingplatz um bei einer außergewöhnlichen Unterkunft anzukommen. Ich packe erst einmal aus, sortiere meine Videodaten und lasse die Anfahrt meiner Alpentour Revue passieren. Der erste Tourtag, was quasi die Anfahrt bedeutete, bestand aus 223 Kilometer Fahrstrecke, wofür ich inklusive Fahr- und Pausenzeit 8,5 Stunden benötigte. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich bereits einen ersten Eindruck von der Schweiz bekommen. In den nun folgenden Tagen werde ich das ein oder andere Mal begeistert von der wunderschönen Gegend sein. Das Abenteuer geht weiter. Gute Nacht ohne Name. Gute Nacht Nummer 2. Die Stelle, wo mir fallen bin. Chelsea.